Es ist oft einfach, die Arbeit von Assistenzhunden zu romantisieren oder zu verallgemeinern. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass jeder Hund ein Individuum mit eigenen Bedürfnissen ist und dass er sich manchmal nicht so verhält, wie wir es erwarten oder gar wünschen. In diesem Podcast teilen 2 Assistenzhundhalterinnen ihre Gedanken und Erfahrungen mit diesem Aspekt des Lebens mit einem Assistenzhund. Meine Lieblingsstory ist ja immer die, wie wir beim Arbeitsamt saßen und der Hund hatte halt eine stressige Nacht mit mir hinter sich und schlief da ein. Selbstverständlich, der war müde, drehte sich auf den Rücken und pupste dann. Auch das passiert mit einem Assistenzhund. So ist es halt. Der hatte eine harte Nachtschicht. Ja, klar. Es ist halt keine Maschine. Und auch der bestausgebildete Hund, ich muss auch immer mal damit rechnen, dass der was falsch macht. Das passiert dem. Passiert mir ja auch. Ich finde das auch wichtig, dass man die so als Hunde sieht und dass die als Hunde auch ihre kleinen Macken haben dürfen. Wenn ich die so überidealisiere als die großen Zauberer und Superdogs, dann latsche ich, glaube ich, auch gnadenlos über ihre Bedürfnisse rüber. Und das wäre falsch. Ich finde, man darf es ja mit Humor machen. Ne? Also wir lästern ist falsch, aber wir machen ja auch unsere Witze, ne? Unsere Assistenzprinzessin und weiß ich nicht was. Aber ich weiß auf der anderen Seite auch genau, das ist ein Hund. Und ja, ich erzähle ihr manchmal auch einen Schlag aus dem Leben, aber ich weiß, dass sie es nicht versteht. Also ich finde, man darf von den Hunden weder zu viel erwarten, noch zu wenig. Also wenn man einen Assistenzhund hat, kann man schon erwarten, dass der seine Arbeit macht, aber muss eben einfach diese Gratwanderung zwischen Hund und Hilfsmittel stetig vollziehen und das einfach gut im Blick behalten und nach außen kommunizieren. Und da denke ich schon, dass noch viel Aufklärungsarbeit nötig sein wird, bis halt ein reales Bild von Assistenzhunden in der Öffentlichkeit vorherrscht. Ja. Das ist einfach immer noch ein überhöhtes Bild. Das ist immer noch eine Glorifizierung. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird ihnen halt oft nichts zugetraut und sie werden so zum Kuschelhund gemacht, wie das halt meine Freunde machen, die dann irgendwie ganz, ganz verwundert sind, dass Daika da doch ihren Weg findet, obwohl sie vielleicht eine andere Route gewählt hätten oder so. Dieser Podcast wurde von der Aktion Mensch gefördert. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, teilen Sie ihn bitte. Erfahren Sie Neues von Pfotenpiloten und Stiftung Assistenzhund, indem Sie unseren Kanal jetzt abonnieren und auf www.pfotenpiloten.org unseren Newsletter bestellen. Wir freuen uns, mit Ihrer Hilfe auch weiterhin Barrieren für Assistenzhundteams ab- und Unterstützung aufzubauen.